Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem TGP Motorracing Kanal. Heute haben wir wieder ein Unboxing und zwar haben wir den brandneuen KYT KX1 Race GP. Ist der erste, den wir jetzt hier ausgeliefert haben. Den gibt es aktuell nur in der Bastianini Replika und das hier ist auch die Bastianini Replika in Größe S. Ich glaube, weltweit bzw. europaweit wurde der noch nicht ausgeliefert. Wir sind jetzt einer der ersten, die den bekommen haben und ich würde sagen, wir schauen uns den heute gemeinsam an. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nach dem Intro. So, dann schauen wir wie immer erstmal hier in die Box rein, beziehungsweise wir schauen uns erstmal die Box an sich an. Nichts Spezielles, sondern einfach ganz normale schwarze Box hier. Genau, dann würde ich sagen, machen wir hier schon mal auf. Nochmal die Webadresse von KYT und dann könnt ihr schon mal den ersten Blick hier anschauen. Da ist schon mal der Helm drin. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz, was hier noch mitgeliefert wird. Da haben wir von KYT ein paar Sticker und die Gebrauchsanleitung. Die legen wir mal ganz kurz hier auf die Seite. Dann haben wir auch noch das Pinlock, das genauso auch beim Suomi mitgeliefert wird. Die einen oder anderen wissen es vielleicht von euch gar nicht. Suomi und KYT gehören zusammen. Das heißt, eigentlich ist es auch der gleiche Helm vom Material wie jetzt hier zum Beispiel die Bagnaia Replika. Ist eigentlich vom Material und alles drum und dran 1:1 gleich. Auch das, was mitgeliefert wird, ist halt dann immer nur, ja, bei Suomi werden halt die Suomi-Sticker mitgeliefert, hier die KYT-Sticker. Ja, hier das Pinlock, ist das alles sehr, sehr gleich. So, dann würde ich sagen, holen wir schon mal das Herzstück raus. Der Karton ist schon leer, mehr wird hier nicht mitgeliefert. Ich würde sagen, ich packe den Helm mal ganz kurz hier auf die Seite, mache den Karton zu und dann schauen wir uns gleich den Helm an. Also bei KYT wird hier so ein Säckchen mitgeliefert. Das ist eigentlich auch bei Suomi der Fall. Es gibt leider keine Tasche dazu. Das ist das Einzige, was ein bisschen schade ist. So. Hier ist noch eine Folie drin, das heißt, ich tue jetzt das Säckchen schon mal weg. Man sieht den Helm schon ein bisschen. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt einfach mal die Folie weg und ihr genießt jetzt erstmal den Helm. Ich weiß, ich sage es relativ oft, ich hoffe, die Farben kommen auch wieder so rüber, wie es hier in echt wirkt. Also richtig knallige Farben, auch gerade hier das Pink. Sieht richtig, richtig cool aus. Die einen oder anderen werden von euch Enea Bastianini kennen. Wer nicht kennt, MotoGP-Fahrer für das Ducati-Werksteam. Also hier steht auch nochmal Ducati Lenovo Factory Racing Team. Genau, also Enea Bastianini, die einen oder anderen werden ihn bestimmt von euch kennen. So, ich würde sagen, wir gehen wieder auf die Details ein. Das Material ist hier eine Tree-Fiber-Verbundschale, das heißt bestehend aus Kevlar, Carbon und Glasfaser. Auch gleich wie gesagt schon bei Suomi, die ganzen S1XR GP-Varianten haben im Prinzip alle das gleiche Material. Gewichtstechnisch wiegt der Helm hier 1450 Gramm, gerade in der Größe S. Ist immer plus minus 50 Gramm, kommt natürlich ganz drauf an, welche Größe ihr habt. Dann kommen wir zum Preis. Der KYT hier kostet 799 € in der Replika. Es wird vielleicht nächstes Jahr auch dann die weiße und schwarze Variante geben. Aktuell gibt es nur die Bastianini Replika hier von dem KX1. Genau, kostet 799. Der Preis kann sich natürlich immer ändern. Deswegen Link zu unserem Shop ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Einfach draufklicken, da wisst ihr immer Bescheid, was der aktuelle Preis ist. Kann sich natürlich immer ändern. Kann ein bisschen günstiger werden, kann aber auch aktuell zu der Zeit eventuell ein bisschen teurer werden. Dann kommen wir zu den Features hier vom Helm. Ich habe mir den Helm schon mal ein bisschen angeschaut. Ist sehr, sehr ähnlich wie der S1XR GP. Also wir haben hier oben auch, könnt ihr mal näher kommen, genau, den Lufteinlass hier wieder für die Stirn. Der ist genauso, ja, ein bisschen lapprig wie eben bei dem S1XR GP. Dann hier oben, das ist alles sehr, sehr, sehr gleich wie bei dem Suomi. Auch hier unten der Lufteinlass wird auch wieder hier im Kinnbereich geöffnet. Das heißt, hier kann man den Schieber hoch und runter betätigen. Ich hoffe, man sieht das. Warte mal, ich tue mal kurz hier das ein bisschen raus, damit man es vielleicht ein bisschen besser sehen kann. So, also hier ist im Prinzip der Hebel und da könnt ihr dann hier vorne die Kinnbelüftung eben öffnen und schließen. Also genauso gleich wie auch beim S1XR GP. Auch die Visiermechanik ist hier sehr, sehr gleich. Das heißt, hier haben wir auch wieder das zum Open und dann nach oben ziehen. Dann geht das Visier auf. Ist auch der gleiche Verschluss. Also da sieht man auf jeden Fall, dass die zwei Firmen zusammengehören. Genau das gleiche Innenleben hier auch wie bei Suomi. Das sieht auch sehr, sehr edel aus, muss man sagen. Auch beim S1XR GP, genauso hier wie beim KYT. Das wirkt so edel. Auch hier, das ist so weiches Material, richtig geil. Und auch hier eben das Backenpolster. Ich schau mal, dass wir hier das von innen ein bisschen drauf kriegen.
Das Backenpolster ist ultra weich. Auch hier an der Seite kann man bei den Ohren sehen, dass ja auch wieder dieses Samt drin ist. Ja, sehr, sehr cooler Helm auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich hole jetzt mal ganz kurz den S1X RGP runter. Dann stellen wir die mal ganz kurz nebeneinander. Dann seht ihr auf jeden Fall, was ich meine damit, dass sie sich sehr, sehr ähnlich sehen. So, da haben wir jetzt hier nochmal beide nebeneinander. Suomi von Pecco Bagnaia und hier KYT von Enea Bastianini. Also von beiden MotoGP-Werksfahrern hier im Prinzip die zwei Helme. Und ich denke, wenn man sich jetzt hier mal so nebeneinander hält, auch mal von hinten, ich schau mal, dass ich das hier ein bisschen drauf kriege. Einen Moment, so. Ist schon sehr, sehr gleich. Können wir hier nochmal von der Seite. Ich halte es euch mal beide so. Also ich denke, da seht ihr auf jeden Fall, dass die zwei Firmen zusammenarbeiten. Dann, der Helm hat auch die FIM-Zulassung. Das heißt, hier nicht nur die normale EC 2206, sondern auch die FIM-Zulassung eben für alle Rennfahrer. Das heißt, ja, ist eigentlich im Prinzip genau der Helm, den Enea Bastianini in der MotoGP so fährt. FIM zugelassen für alle lizenzierten Fahrer. Ja, ein Must-Have, sage ich jetzt mal. So, ich würde sagen, wir kommen jetzt noch zur Anprobe. Das heißt, ich probiere jetzt den Helm nochmal für euch an, damit ihr den auch seht, wie er auf dem Kopf aussieht, beziehungsweise auch das Sichtfeld mal seht. Das ist jetzt hier Größe S und passt perfekt. Das ist schon mal sehr, sehr geil. So. Dann mache ich hier das Visier mal auf. Dann könnt ihr hier auf jeden Fall den freien Raum oben an meiner Stirn sehen. Ich sehe auch hier nach oben wieder gar nichts. Also gleiches Sichtfeld, auch wie bei Suomi, beziehungsweise LS2 hat von der Größe auch das gleiche Sichtfeld. Mega groß, das heißt auch wieder hier in Schräglage, wenn ich bin, sehe ich gar nicht den Helm, was natürlich auf der Rennstrecke richtig, richtig geil ist. So, ich würde sagen, ich mache das Visier jetzt nochmal zu, dann drehe ich mich nochmal 360 Grad, dann könnt ihr den Helm nochmal von jeder Richtung anschauen, wie der eben getragen am Kopf aussieht. Ah, vom Tragen her ist er richtig geil, fühle ich. Ich sehe mich da auch ein bisschen in der Scheibe, sieht geil aus, muss ich sagen. Ihr könnt natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Helm findet. So, ich ziehe ihn jetzt wieder aus. Und das war's auch schon mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ihr kriegt jetzt noch ein paar Detail-Shots, die nehmen wir jetzt gleich noch auf. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video oder beim nächsten Unboxing. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.